It was the night before Christmas. I was closing. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Micha, der Kameramann, ist für euch wieder da. Ganz genau. Und richtig in Stimmung. Also das hat Micha heute richtig Spaß gemacht. Ja, weil Weihnachten immer, genau. Und das ist nämlich heute wirklich unser erstes, ich sag einfach mal, Weihnachtskranz mit ganz natürlichen Materialien, aber auch vorweihnachtlich. Also wir haben echte Kerzen, wir haben eine Lichterkette, ganz viel Natur da drinne und heute mal in Silber. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind unsere Sachen, die wir nämlich brauchen. Und wenn ihr keinen Hundenapf habt, wir haben auch welche, die sind wirklich so groß, die kann man wirklich super in so einen Kranz reinstellen und die perfekt bepflanzen und dekorieren. Aber wir haben auf Hof Oelkers jetzt gerade dieses Duett gekriegt und das finde ich total klasse. Und da habe ich gedacht, da machen wir jetzt einfach mal eine weihnachtliche Deko-Idee, die man nämlich danach super umdekorieren kann. Und da haben wir hier vorne eine Lichterkette, da habe ich mir eine 60er Bündel ausgesucht. Dann habe ich hier nochmal die Halterung für Stabkerzen und Halterung für Stumpenkerzen, weil ich nicht genau weiß, was da jetzt heute reinkommt. Dann habe ich nochmal die gewachsenen Pinienzapfen. Wenn ihr die nicht habt, kann man das auch super mit Kreidefarbe bemalen oder ja mit anderen. Kann man auch Acrylfarbe vielleicht so Tupfen machen, finde ich auch sehr schön. Natürliche Zapfen, Zypressenzapfen, Zimtstangen, Euphorbia, genau. Und wie in den letzten Filmen auch noch, den Thymian. Und hier hinten habe ich Band, Filzband, einmal in Rosé und einmal in Grau. Ich musste eben überlegen, ich habe das lange nicht gehabt in der Deko. Dann habe ich hier nochmal diesen dickeren Aludraht. Und hier auch nochmal den Schmuckdraht sowie den Bindedraht, auch in Silber. Und gefunden im Keller habe ich, finde ich ganz niedlich, ist auch so ein bisschen Skandinavien-Look, finde ich, so eine Tanne. Und das war's, glaube ich, oder? Habe ich irgendwas vergessen, Micha? Ah, hier haben wir noch ein paar Kugeln, genau, die habe ich im Keller nämlich gerade hochgeholt. Weil heute hat jemand kommentiert, sie mag gerne Silber. Und Silber mache ich wirklich selten. Und deswegen habe ich einfach mal gesucht und habe ein paar Sachen gefunden und würde einfach mal gerne so eine silber-roséfarbene Deko machen. Dann haben wir hier einmal den Pinus und einmal den Zuckerhut, die Heißklebepistole, den Seitenschneider, Gartenschere und Schere. Und das war's. Und ich würde sagen, wir fangen an. Dann einmal den Pinus hier, den habe ich mir gerade aus dem Topf genommen und fange jetzt an, hier ein bisschen das Wurzelwerk wieder aufzubrechen, damit er hier besser in die flache Schale reinkommt bzw. reinpasst. Guck mal, und die Erde, die kann hier jetzt schon mal super rein und ja, hier hat er auch gleich richtig schön Platz, zumindest so lange, wie wir die Deko haben. Und der kleine Zuckerhut, da mache ich das Gleiche. Der ist auch richtig schön nass und da wird es jetzt ein bisschen schwieriger und der kommt jetzt mit da rein. Schöne frische Erde, da nehmen wir jetzt mal so eine Handvoll und machen das hier in die Zwischenräume und füllen das jetzt erstmal mit Erde auf. Und natürlich, was nicht fehlen darf, das Moos. Das legen wir jetzt hier einmal oben rauf und bedecken einmal die Erde.
was ich besser finde, wenn man das Moos ein bisschen über den Rand hier von der Aluschüssel rüberlegt. So hat man optisch, finde ich, dekomäßig noch mehr Volumen. Und ich finde diesen Übergang zum Kranz sehr harmonisch, wenn man einfach das Moos ein bisschen darüber legt. Ich habe hier vom Thymian einfach mal so einen Strunk genommen und nehme jetzt hier diesen Wickeldraht, gehe hier ein paar Mal rum, verzwirbel mir das einfach hier nochmal so am Ende schön und schneide mir jetzt hier erstmal den Draht ab und werde mir jetzt ihr könnt das einfach mal gucken, wie das am besten aussieht. Es fallen die alle raus, aber das wird gleich noch mal ein bisschen besser fixiert. Also ich fixiere mir den jetzt hier erstmal am Kranz und fixiere mir, kann man das sehen, Micha? Ja. Ich halte das mal so. Ich möchte schon, dass ein bisschen hier vom Thymian rausspringt. Ich finde das immer sehr, sehr schön und nehme hier gleich ein zweites Stück Draht und fixiere mir das hier an den Kranz ran. Da hinten musste ich jetzt zweimal mit dem Draht. Ich zeige gleich mal warum, weil mir sind da so ein paar Ästchen rausgesprungen. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben ja nun wirklich genug Dekomaterial, was wir nachher oben auf den Draht nämlich raufkleben können, damit man das nicht sieht. So, und hier vorne ist es jetzt einfacher. Ich habe mir den jetzt hier auch einmal nur so rum gemacht um den Thymian und gehe jetzt hier einmal in den Kranz. Ziehe mir den Draht hier einmal durch und gehe jetzt hier einmal so rum und drehe mir den hier so mit rein und dann habt ihr hier das schon mal fest. Jetzt habe ich mir einen ganz langen Strunk genommen, was man natürlich nehmen kann. Man kann alles nehmen, man kann Birkenreisig nehmen, Äste aller Art. Und das finde ich eben so schön. Das ist aber das, was ich noch hatte und deswegen benutze ich das heute jetzt auch für diese weihnachtliche Deko. Und hier mache ich das jetzt genauso. Ich fixiere mir das hier hinten mit Draht und lege mir das hier gleich einmal auch so rum. Ihr könnt einfach mal gucken, ob ihr das vielleicht auch so ein bisschen nach unten, das ist auch ganz niedlich, ne? Wenn das so ein bisschen nach unten geht und wieder nach oben. Da kann man jetzt natürlich sich austoben und gucken, wie die Äste liegen sollen. Bevor ich weitermache, ich wollte ein kleines Feedback abgeben. Wir hatten ja gerade diesen Baum gemacht mit den Lärchenzweigen, genau. Und da sind ja frische Zweige bei gewesen, aber auch alte. Und ich persönlich, also ich muss erstmal zum Tannengrün, natürlich trocknet das eher und schneller, wenn es drin ist im Haus. Die Wärme macht jede Tanne, die geschnitten ist, einfach trocken und die fängt an, ihre Nadeln zu lassen. Nobilis hält ein bisschen länger als die Nordmann, erfahrungsgemäß. Und beim Lärchen ist es natürlich, dass sie ganz feine Nadeln hat und die natürlich auch eher trocken wird. Ich selber finde es sehr charmant, wenn die Äste trotzdem, sie sind ja so, wie wir sie gemacht haben. Und wenn jemand noch ein bisschen Grün haben will, kann er da Efeu reinmachen, Kiefernzweige, alles Mögliche. Da ist ja ein bisschen Draht, das kann man einfach ein bisschen anspitzen und da reinstecken. Ich persönlich mag es auch so, aber es ist einfach nur mein kleines Feedback. Wenn es draußen ist, also jetzt vor der Haustür oder auf der Terrasse, halten die wirklich lange. Also muss ich sagen, natürlich viel, viel länger, weil sie eben draußen in der Feuchtigkeit oder eben auch im Frischen länger halten. Also das nur mal als kleines Feedback. Und genau, wir machen jetzt aber hier mal weiter mit den Thymian und auch den befestige ich mir jetzt hier vorne mit dem Draht. Der Tannenbaum kommt jetzt hier mit Heißklebe, ups, schön vorsichtig, und den würde ich jetzt gerne als dritten Baum hier vorne mit als Deko-Element rein haben. Und ich finde, Zapfen sind jetzt natürlich schön hier auch mit diesem hellen nochmal. Und auch die, da nehme ich 2 Stück. Und ich glaube, genau, der eine kommt hier hin und der andere, guck mal, das ist noch Tanne vom letzten Jahr, die habe ich von der Deko abgemacht. Egal, und auch der kommt jetzt hier mit in die Deko rein.
Und los geht's. Die silbernen Kugeln. Ich habe tatsächlich nur die beiden. Unglaublich. Ich glaube, da muss ich noch mal ein paar silberne besorgen. Und die klebe ich jetzt hier vorne einfach mit rauf. Und dann habe ich ja, die finde ich auch immer sehr schön. Die habe ich auch in Rot. Das sind so ganz kleine Kugeln am Draht. Die sind immer so als Trio. Und die mache ich mir mal eben ab. Die braucht ihr auch gar nicht festkleben. Ich zeige euch das mal eben. Nimm hier einfach die Kugel, den Draht und binde mir das hier einfach in die Tanne mit rein. Richtig schön silbrig geworden, oder? Ja, sieht schön aus. Ja, finde ich auch. Also wirklich, das tut dem Auge wirklich mal ganz gut. Und ich finde aber auch, das Braune harmoniert super gut. Diese Natürlichkeit jetzt auch mit dem Hellen. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach mal ein paar Zapfen und werden die hier jetzt noch, hier zum Beispiel auf dem Thymian, wo der Draht ist, kann man den auch perfekt nochmal oben raufkleben. Dann sieht man auch das nicht mehr. Und die Zapfen, die klebe ich hier einfach nochmal mit rein. Die Euphybie habe ich mal abgeschnitten, hier so einen Strunk. Und ich finde das so, so wunderschön. Ich mag das ja so gerne. Was bei uns auch wirklich so wächst, ist vorne die Heide, ne? Ja. Die geht auch so hoch und ist so verwurzelt und knöchrig und knöchrig. Mann. Und ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe mir jetzt einfach mal so ein Stück Filzband genommen und knote mir hier einfach mal das vorne ein bisschen fest. Und werde jetzt hier vorne, ich glaube, ich drehe mir das ja einfach mal nach vorne und werde mir das hier vorne nochmal mit in den Kranz einbauen. So, Position haben wir gefunden und hier mache ich jetzt auch einen ordentlichen Klecks Heißkleber ran und fixiere mir das hier vorne drauf. Und das Band lasse ich jetzt hier auch ganz locker vorne nach unten laufen. Man könnte das jetzt auch andrahten, den Draht einfach reinstecken, aber ich klebe mir das hier mal eben ran. Und das Unterteil, das werde ich mir jetzt auch einfach nochmal richtig schön mit Heißklebe, hier einen Punkt mache ich mit Heißklebe voll und werde das hier hinten einfach so in das Moos reinkleben. Und guck mal, Micha, das ist doch wirklich wunderschön, oder? So wirklich wie so ja, wie eine Wurzel, ganz natürlich, also mir gefällt es wirklich gut. Hier hinten seht ihr jetzt die angedrahteten Stellen und ich denke, ich werde hier jetzt auch noch mal einfach einen Zapfen mit reinmachen. Wir sind hier gerade wieder in unserem Element, wir drehen hin und her und ich finde, hier kann jetzt wirklich noch mal richtig schön saftiges Grün rein und hier nehme ich jetzt einfach wieder so ein bisschen Moos und werde mir das hier vorne einfach in die Lücke mit reindrücken. Und von meinem Lieblingsbaum in Spanien, Micha, wer war das? Pfefferbaum. Ja, genau, der Pfefferbaum. Und ich habe tatsächlich, hier guck mal, noch die silbernen, die sind anlackiert in Silber. Und das passt jetzt natürlich optimal. Und die werde ich jetzt einfach hier auch noch mal so zwischendurch, so ein paar kleine mit ankleben. Einfach hier kann man die jetzt auch reinstecken. Die müssen noch nicht mal mehr geklebt werden. Und das mache ich noch mal eben. Und die kleinen Äpfelchen, die waren einfach zu pink, oder? Ja, die passen nicht. Die passen überhaupt nicht. Aber guck mal, wir haben die auch in weiß. Und das ist natürlich was für ein Glück. Also das wäre ein bisschen zu doll gewesen. Aber wie gesagt, wenn man dekoriert, dann kommt das ja wirklich erst beim Dekorieren. Man hat erst eine Idee und dann ja, erübrigt sich das und dann wird es dann doch ganz anders. Aber ich finde jetzt auch hier diese kleinen, frostigen Zieräpfelchen sind natürlich auch hier wunderbar in weiß. Und was wir immer sehr schön finden, beides zu nehmen. Einmal Lichterkette und aber auch Echtwachs. Und das werden wir hier jetzt auch machen. Wir werden hier, ich nehme glaube ich 2 Halterungen. Hier vorne ist es ganz gut. Da ist jetzt auch nichts im Weg. Und hier hinten gucke ich jetzt nochmal. Und silberne Kerzen gefunden, Micha. Sehr schön, die sehen richtig gut aus. Ja, was für ein Glück man haben muss, was man alles so im Keller hat. Wie wunderbar, dass ich mal Kerzen verkauft habe. Ja, das sind nochmal so die Reste. Und ich finde, dafür, dass wir eigentlich kaum Silber haben, ist das doch wirklich
Finde ich richtig schön. Gefällt mir sehr gut, gerade mit der Natur. Aber wie gesagt, wir haben jetzt die Echtwachskerzen, wo man natürlich jetzt aufpassen muss, wenn ich die jetzt anzünden würde. Natürlich bitte immer dabei sein. Hier ist es natürlich dann brenzlig, also da würde ich natürlich aufpassen oder die Zapfen wegnehmen. Und die Lichterkette, bei der Bündel mache ich das immer so, dass ich sie mir teile. Das heißt, ich ziehe mir die einmal so auseinander und dann könnt ihr hier mit der einen Seite hier ganz locker nach vorne gehen. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Ihr könnt das auch so ein bisschen auseinanderziehen. Das ist natürlich perfekt immer bei diesen Drahtlichterketten. Und hier würde ich jetzt persönlich selber das einmal um den Zapfen wickeln und dann hält das auch. Und das mache ich jetzt mit der anderen Seite genauso. Ganz kleinen Tipp noch, vorne bin ich bin eben nach vorne gegangen, habe mir die rübergezogen und einfach hier in den Kranz ein bisschen reingedrahtet. Und die Kerzenhalter, die sind ja nun ein bisschen, also die haben kein Pika oder so. Da würde ich mir jetzt noch mal so ein Stückchen Holz sonst sogar nehmen und mir das hier auf den Kranz oben raufkleben und dann den Halter oben rauf. Dann, hier ist er super fest, aber hier drin hat er wirklich nicht richtig Festigkeit. Da gehe ich dann noch mal ran. Aber ich würde sagen, wir sind fertig. Jawohl. Und das ist ja unser Weihnachtskranz. Genau, in Silber. Wir hoffen sehr, dass euch dieses Thema heute inspiriert hat und wir euch ja ein paar Ideen mitgeben konnten. Folgt uns gerne auf Instagram, auch gerne auf Facebook. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Ja, guckt hier unten in der Videobeschreibung mal bitte, weil da findet ihr den Link zum Hof Oelkers und da haben wir wirklich tolle Sachen im Moment. Also muss ich ganz ehrlich sagen, auch Lichterketten würde ich, kann ich nur ans Herz legen. Macht das mal. Also ihr Lieben, wir freuen uns auf die Tage mit euch wieder zu dekorieren und für euch zu dekorieren. Eure Conny und Euer Micha, euer Kameramann. ganz genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Down for business in my little prison shop.